Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich sage Ihnen was. Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn man gesund ist, schafft man alles irgendwie. Ich laboriere seit etwa einem Monat an einem Hexenschuss herum, den es mir beim Training verpasst hat, aber anständig. Derartig heftig, dass ich meine Frau einige Tage lang bitten musste, mir beim Schuhanziehen zu helfen. Ich finde so etwas schrecklich, derartig beeinträchtigt zu sein. Ja. Sie natürlich auch. Niemand freut sich über solche Dinge. Ja. Ich bin nun mal keine 25 mehr, auch wenn ich es manchmal nicht wahrhaben möchte. Und gebe dementsprechend dann Gas beim Training und dann geschehen solche Dinge. Ich sollte in Zukunft etwas mehr Acht geben, am Boden bleiben, damit so etwas nicht mehr vorkommt. Aber ich bin kein Physiotherapeut und auch mein Kanal behandelt Themen wie halten Sie Ihre Glieder fit eher weniger oft. Deswegen nun zum heutigen Thema. Und zwar möchte ich hier und jetzt und gleich zwei Weltklasse-Hunderassen miteinander vergleichen. Den American Bulldog und den Rottweiler. Boom! Ja, zwei Top-Hunderassen, welche ich beide recht gut kenne. Mit Rottweilern hatte ich viele Erlebnisse gemacht. Auch den American Bulldog kenne ich recht gut, da ich eine Zeit lang vorhatte, mir diese Hunderasse selbst zuzulegen und dementsprechend dann recht tief in die Materie zu dieser Rasse hinein recherchiert habe. Das sind zwei Hunderassen, die einiges, nicht zu wenig, miteinander verbindet, die einiges miteinander gemein haben, welche aber auch einiges voneinander unterscheidet. Und genau über diese Dinge möchte ich in diesem Video mit Ihnen sprechen. Also, bis gleich. Nun, legen wir los. American Bulldog und Rottweiler. Im ersten Augenblick zwei völlig verschiedene Hunderassen, welche ziemlich unterschiedlich wirken, oder? Ja, völlig verschiedene Entstehungsgeschichten und auch das Erscheinungsbild zeigt nicht viel Ähnlichkeiten, möchte ich sagen. Und trotzdem sind das Hunde, welche ähnliche Zwecke zu erfüllen hatten, ähnliche Größe und ähnliches Gewicht vorweisen, zwar charakterliche Unterschiede zeigen, aber dennoch häufig für dieselben Aufgaben gehalten werden. Bevor wir nun die Hunde miteinander vergleichen, ein kurzer Ausflug in die Entstehung der beiden und beginnen wir gleich mit dem Amerikaner. Der American Bulldog entstammt den alten englischen Bulldoggen, welche in Großbritannien durchs Feuer gingen. Bullbaiting, das Spektakel, in welchem Hunde gegen Bullen mittels festem Reglement eingesetzt wurden. Der Kampf gegen andere Tiere und natürlich auch gegen Artgenossen, das war das tägliche Brot dieser Hunde auf der Insel. Britische Auswanderer, welche in Richtung USA reisten, nahmen diese Hunde mit sich und viele davon ließen sich als Farmer in den US-Südstaaten nieder und begannen dann damit, ihre Bulldogs an dieses neue Leben anzupassen. Nun, man züchtete sie größer, um sie mit dem Werkzeug auszustatten, Kojoten oder Wölfe, die das Vieh bedrohten, abwehren zu können. Man veränderte ihre Neigung, Bullen zu packen und formte sie charakterlich zu Hüte- und Treibhunden. Doch den Packer im Geiste, den ließ man nicht völlig verkommen, sondern zielte mit dieser Eigenschaft auf das Wildschwein bei der Jagd. Bis heute zählen American Bulldogs zu den besten Saupackerhunden weltweit. Ja, und man forcierte die Wachsamkeit und den Schutztrieb dieser Hunde, denn häufig hatte dieser Farmershund die Aufgabe, die Familie bei Abwesenheit des Mannes zu bewachen und zu beschützen. Heute gilt der American Bulldog unter Fans als König aller Bulldoggenrassen, auch für mich. Nun zum Rottweiler, und der soll ähnliche Entstehungsgeschichte vorweisen, wie es die Sennenhunde aus der Schweiz auch tun. Genau wie diese aus Verpaarungen germanischer Hunde mit römischen Kriegshunden hervorgegangen sein. Die Vorfahren des modernen Rottweilers waren leistungsfähige, starke Hüte- und Treibhunde, welche auch gerne von Metzgern, und das ist belegt,
auf Jahrmärkten mitgenommen wurden. Dort banden diese Metzger mit Vorliebe diesen Hunden ihre Geldbörse samt wertvollen Inhalt aufs Lederhalsband an. Denn niemand hätte es damals gewagt, zu versuchen, diesen schneidigen und äußerst wehrhaften Hunden diese Geldbörse ihres Besitzers zu entfernen. Heute ist der Rottweiler eine der bekanntesten und tollsten Hunderassen der Welt. Und obwohl viele Menschen dafür gesorgt haben, dass diese Rasse überdurchschnittlich schlechte Nachrede genießt, wir wissen das, zählt er für sehr viele Menschen als der beste Hund der Welt. Auch ich bin sehr vom Rottweiler fasziniert. Das wissen die meisten von Ihnen. Ja. Vom American Bulldog gibt es 3 verschiedene Typen. Den Johnson-Typ, welcher den größten und schwersten dieser 3 darstellt. Den Scott-Typ, der ist der leichteste und ähnelt anatomisch häufig einem Dogo Argentino. Und dann haben wir den Hybrid-Typen, der eine Mischung der beiden zuerst genannten Typen darstellt. Um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen, werde ich in diesem Vergleich mit dem Hybrid-Typen des American Bulldogs arbeiten. Um Ihnen die Sache zu erleichtern, folgende Info. Der Hybrid-Typ ist in allem etwas schneller als der Johnson-Typ und in allem ein klein wenig langsamer als der Scott-Typ. Doch die Basis ist dieselbe. Also, los geht's mit dem Vergleich. Größe und Gewicht. Hier ähneln sich beide Hunderassen sehr, denn große American Bulldogs erreichen Schulterhöhen bis zu 69 cm und werden bis zu 60 Kilo schwer. Auch der Rottweiler bewegt sich auf 70 cm Schulterhöhe zu. Ich machte Bekanntschaft mit einem Rottweiler Brüderpaar. Bodo und Hoss hießen die beiden, hatten denselben Besitzer, meinem damaligen Verbandspräsidenten Herrn Otto Gnili, der, soweit ich weiß, auch heute noch züchtet. Hoss hatte 72 cm Schulterhöhe und Bodo hatte 74 cm Schulterhöhe vorzuweisen. Hoss war 68 Kilo schwer und Bodo 72 Kilo schwer. Doch derartige Brocken gelten auch unter Rottweilern schon eher als Ausnahme. Der Rottweiler wird Ihnen zumeist als Hund beschrieben, der sich auf 50 Kilo zubewegen kann. Doch in der Praxis sieht das meistens etwas anders aus. Also 60 Kilo schwere Rüden laufen Ihnen schnell mal um den Weg. Ja, die Fellbeschaffenheit unterscheidet sich. Der American Bulldog ist kurzhaarig und zumeist mit hohem Weißanteil oder rein weiß anzutreffen, während der Rottweiler ein Kurzstocker ist, ausnahmslos in Schwarz mit Brand anzutreffen. Braune Abzeichen. Brand. Während der American Bulldog recht gut mit Hitze zurechtkommt und bei sehr kaltem Wetter Abstriche machen muss, ist es beim Rottweiler genau umgekehrt. Kälte macht einem Rottweiler selten etwas aus. Warme Temperaturen sind es, welche diese Rasse häufig plagen. Am Platz waren die Rottweiler immer die ersten, welche an Leistung verloren, wenn es etwas heißer wurde. Ich kann mich ganz gut an das erinnern. Bei der allgemeinen Leistungsfähigkeit wird es etwas kompliziert, liebe Zuseher. Hier muss ich alle 3 Typen des American Bulldogs berücksichtigen. Passen Sie auf! Ist nicht so schwierig, wie es im ersten Moment wirkt, aber man kann sich das Ganze ja nochmal anhören. Ich bin davon überzeugt, dass der Scott-Typ, also der leichteste der Bulldogs, körperlich leistungsfähiger ist als der Rottweiler, auch wenn der Rottweiler aus toller Arbeitslinie stammt. Schauen Sie, der Scott-Typ ist diesbezüglich mit einem großen American Pitbull Terrier zu vergleichen. Da kommt kein Rottweiler leistungstechnisch heran. Der Scott-Typ ist schneller, er ist beweglicher und explosiver als jeder Rotte. Davon bin ich fest überzeugt, kein Zweifel. Allerdings sind Rottweiler aus Leistungslinie diesbezüglich sicher den meisten Hybrid-Typen des American Bulldogs überlegen, also den Middle-of-the-Road-Typ des American Bulldogs, welche hier wiederum besser drauf sind, als es die meisten Rottweiler aus Showlinienzucht sind. Doch ich bin auch fest davon überzeugt,
dass die meisten Rottweiler aus Hochzucht, aus Showlinie, leistungsfähiger sind als die Bulldog-Brocken des Johnson-Typs, da diese doch recht häufig etwas zu überladen unterwegs sind. Ich sagte ja, das ist etwas kompliziert, aber wenn man sich das nochmal anhört, ist das eigentlich recht einfach. Doch so sehe ich das, wenn es ums Thema Leistungsfähigkeit geht, im Vergleich dieser beiden Rassen. Die Charakterunterschiede sind teilweise schon markant. Beide Hunde sind Arbeiter, beide können exzellente Familienhunde darstellen, beide sind im Normalfall fantastische Wach- und Schutzhunde und beide eignen sich vorzüglich für den Gebrauchshundesport und trotzdem lebt es sich mit beiden häufig völlig unterschiedlich. Der Rottweiler gilt als Einmannhund. Andere sehr bekannte Hunderassen, welche man diese Eigenschaft auch nachsagt, wären zum Beispiel der Dobermann oder der Riesenschnauzer. Nicht immer zutreffend, aber häufiger vorkommend als bei anderen Hunderassen. Der Einmannhund konzentriert sich zu 100% auf eine Person in seiner Familie. Klar, erkennbar mehr als auf die anderen. Das tun viele Hunde, ja, doch beim Einmannhund ist diese Eigenschaft stärker ausgeprägt als bei anderen Hunden. Der American Bulldog gilt nicht als solcher. Dieser Hund wurde darauf selektiert, die Großfamilie als ein Paket zu betrachten. Verstehen Sie, was ich meine? Der Bulldog ist in den meisten Fällen der etwas zugänglichere Familienhund für alle in der Bande. Wissen Sie, was ich damit sagen möchte? Der Rottweiler ist gut erzogen, ein traumhafter Familienhund und dennoch gibt er sich anderen Familienmitgliedern gegenüber, welche nicht seine Bezugsperson sind, etwas reservierter, als es der American Bulldog tut. Das ist ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Der American Bulldog ist häufig etwas lockerer gepolt als der Rottweiler. Auch mit dem Rottweiler kann man Spaß haben und das nicht zu wenig, völlig klar. Viele Rottweiler verfügen über ausgeprägtesten Spieltrieb, doch ist er auch dafür bekannt, recht seriös und ernst durchs Leben zu schreiten. Rottweiler aus Leistungszucht machen hier häufig eine Ausnahme. Hier sah ich schon Hunde mit der Lebensfreude von Malinois. Aber der Durchschnitts-Rottweiler ist eher im Bereich seriös unterwegs. Oder ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der American Bulldog, der zeigt weit häufiger den Spitzbuben in der Art, wie es häufig auch deutsche Boxer tun. Öfter klar erkennbar verspielter und zu Blödsinn aufgelegt als sein deutscher Kollege hier. Beide Hunde eignen sich hervorragend für den Gebrauchshundesport. Der Rottweiler zählt zu den neuen Gebrauchshunderassen und ist beim Militär und Polizei als Diensthund im Einsatz. Sehr gerne erinnere ich mich an die schönen Arbeiten mit diesen Hunden am Platz zurück. Rottweiler sind Hunde, mit denen ich neben dem deutschen Schäferhund höchstwahrscheinlich am meisten in meinem Leben zu tun gehabt habe. Beim Bulldog wird es mit dem Johnson-Typ zum Thema Gebrauchshundesport schon etwas knapp. Auch der besitzt guten Will to Please, doch ist dieser Typ des Amerikaners häufig etwas zu molossoid gebaut und hat deswegen Nachteile vorzuweisen. Ja. Der Scott- und Hybrid-Typ allerdings, also diese beiden stellen einen Top-Gebrauchshund dar. Der American Bulldog zählt neben dem Cane Corso für mich persönlich zu den führigsten der klassischen Molosser. Auf jeden Fall. Ja. Davon bin ich überzeugt. Vernünftige, klare Erziehung mit geordneter Struktur ist bei beiden Hunden sehr, sehr wichtig. Ja. Dann darf man sich auch über einen fantastischen Hund freuen. Kurz einige Erlebnisse zu beiden Hunderassen, persönliche Erlebnisse erzählt. Schauen Sie, ich hatte mit weit mehr Rottweilern zu tun in meinem Leben als mit American Bulldogs und ich gebe zu, auch nur einen American Bulldog, und das war einer des Johnson-Typs, sehr gut gekannt zu haben. Ich sah schon viele American Bulldogs auf Ausstellungen oder wenn sie mir um den Weg gelaufen sind, doch ich kannte nur einen sehr gut. Diesen Rüden sah ich über einen Zeitraum von etwa
9 Monaten regelmäßig, wir waren sicher an die 50 Mal miteinander unterwegs, der Besitzer des American Bulldogs und ich mit meinem Tosaino, mit Giro, der damals noch ein Junghund war. Ich kann Ihnen nur sagen, ein herzerwärmendes Powerpaket. Der Hund sah uns aus einer Entfernung von etwa 100 oder 150 Metern. Der Besitzer ließ ihn frei und der schoss in mich und meinen Hund hinein wie eine Abrissbirne. Bis heute wundert es mich, wie ich es geschafft habe, einen Sehnenriss auszuweichen, denn der Hund hatte, ich schätze mal, um die 55 Kilo Gewicht und der war stahlhart. Ein Muskelpaket und der kam da reingeschossen, brack, vor Freude, freundlich. Musste da teilweise aufpassen, dass er meinem Hund beim wilden Spiel durch seine Power nicht verletzt, da bei meinem doch erst heranwachsenden jungen Molosser noch alles etwas weich und instabil war. Sie verstehen, was ich meine. Ein Hund mit fantastischem Wesen, hohem Wildoblis, tollem Gehorsam, aber auch sehr sozial, gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Da gab es eine Geschichte, wir trafen uns auf der Donauinsel Giro und diese American Bulldog spielten miteinander und ein deutscher Schäferhund, Rüde, gesellte sich zu uns dazu. Verzeihung, ich muss kurz etwas nachsehen. Alles in Ordnung, ich stehe hier etwas versteckt und wenn da jemand seinen Hund freilaufen hat, kann es recht passieren, dass dieser erschrickt. Ja, und dann weiß ich nicht, wie der reagiert, wenn er mich da stehen sieht. Ja. Ich höre, da kommt irgendwer, ich weiß nicht, wer das ist. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ein deutscher Schäferhund gesellte sich zu diesem Spiel dazu und mauserte sich zu einem, wie soll ich sagen, Bestimmer in dieser Szene, denn der wollte diesen American Bulldog ständig aus dem Spiel rausdrängen und verwies ihn einige Male. Und es wurde immer heftiger und heftiger. Und ich bemerkte das schon und sagte immer, wir sollten hier auf diese beiden Rüden aufpassen. Das könnte schief gehen. Ja, nach der 4. oder 5. heftigen Attacke des deutschen Schäferhundes auf diesen American Bulldog, damit sich dieser aus diesem Spiel mit meinem Tosa-Rüden Giro vertschüsst, war es dem American Bulldog schlussendlich dann zu viel. Und er schlug zurück. Der fuhr dann mit diesem deutschen Schäferhund böse ab. Ich meine, wir haben das recht schnell beendet, das Ganze, aber da staubte es. Ja. Doch zuerst ließ er sich das 4 oder 5 Mal gefallen. Und in diesem Fall ging der deutsche Schäferhund nicht zimperlich vor. Ja. Also es war ein Hund mit tollem Sozialverhalten, sehr, wie soll ich sagen, verzeihend, ja, anderen Rüden gegenüber. Ein toller Hund. Ja. Mit Rottweilern hatte ich sehr viel in meinem Leben zu tun und wie schon vorher von mir bemerkt, höchstwahrscheinlich am meisten neben den deutschen Schäferhunden. Eins der einprägsamsten Erlebnisse, auf das ich mich erinnern kann, das hatte ich mit einem Rottweiler im Alter von etwa 11 Jahren. Wir waren frisch am Abrichteplatz zu Gast mit meinem ersten Hund Boris. Ich hatte viele einschneidende Erlebnisse mit dieser Hunderasse. Positive, aber auch negative, grimmige. Ja. Aber wie gesagt, das war mein erstes Erlebnis mit einem Rottweiler, auf das ich mich gut erinnern kann. Und ganz traditionsbewusst hielt da ein Metzger, ein Fleischhacker, der Herr Hofbauer, einen Rottweiler namens Gordon. Ich kann mich noch auf seinen gewaltigen Kopf erinnern. Mein Onkel war damals schon Figurant am Abrichterplatz, Schutzhelfer. Und ich muss gleich vorneweg betonen, dass wir damals noch über recht alte Schutzbekleidung, also für den Schutzhundesport, Ausrüstung verfügten. Es stand uns noch keine moderne Ausrüstung zur Verfügung. Das war 81, ja, kurz vor 1982. Und dieser Rottweiler brachte es tatsächlich fertig, bei der Schutzarbeit durch den Schutzarm durch, meinen Onkel, das Glas seiner Uhr zu zerdrücken. Ich kann mich noch an seine Flucherei erinnern, deswegen. Ja. Also das müssen Sie sich vorstellen. Klar, mit moderner Schutzbekleidung wäre diesem Hund das nicht gelungen. Also der Schutzarm heutzutage ist völlig anders aufgebaut, hat zumeist auch vorne eine extra Beißfläche und so weiter. Das war damals noch nicht der Fall, dennoch war man gut geschützt damit, ja, gut gedämpft, geschützt vor dem gewaltigen Druck der Hundekiefer. Also es war auch damals nicht ganz einfach für einen Hund, derartige Kraft über den Kiefer auf den Arm des Figuranten weiterzugeben. Auf das kann ich mich gut erinnern. Ja, wie gesagt, mit Rottweilern hatte ich viel Erlebnis. Viele meiner Bekannten hatten Rottweiler,
In meiner Familie lebten Rottweiler und ich wiederhole mich, ich hatte sehr schöne Erlebnisse mit diesen Hunden, aber auch negative, recht viele negative Erlebnisse mit diesen Hunden gemacht. Ja. Nun, für welchen der beiden würde ich persönlich mich entscheiden? Das ist sehr schwer, aber bei mir würde der Bulldog einziehen. Warum? Nun, ich sage es Ihnen so, wie es ist. Ja. Der Rottweiler ist mir manches Mal etwas zu ernst. Ja. Ich sage es so, wie ich es wahrnehme, wie ich es bis jetzt erlebt habe. Ja. Außerdem gebe ich zu, mit dem Rottweiler mehr sehr schwierige Hunde kennengelernt zu haben, als es bei den Bulldogs der Fall ist. Obwohl dieser Vergleich etwas hinkt, da ich ja weit mehr Rottweiler kannte als Bulldogs. Ja. Und trotzdem, anatomisch aber sprechen mich beide gleich an. Das sind wunderschöne Hunde, Kraftpakete, gute Größe, nicht zu groß, absolut nicht zu klein. Also auch die Farben passen bei beiden, wobei ich hier eher zu den dunklen Hunden tendieren würde. Das wäre wieder ein Widerspruch zum Bulldog, ja, aber trotzdem. Also anatomisch sprechen mich beide an. Ja. Doch der etwas spitzbübischere Charakter des American Bulldogs, der kommt mir mehr entgegen. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich der Hauptgrund. Fantastische Hunde sind sie beide, da fährt die Eisenbahn drüber, doch können muss man sie, ganz klar. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, liebe Zuseher, das war der Vergleich American Bulldog und Rottweiler. Klasse Hunde. Was soll ich Ihnen sagen? Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.